Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu einem neuen News-Video. Und zwar dieses Mal AI-News. Das ist quasi, ich glaube, das erste Video seiner Art. Und ja, passend zu unserer aktuellen Serie zum Deep Learning Studio, die ihr euch gerne mal angucken könnt, haben wir hier eine KI, die, naja, extrem mächtig ist. Und das möchte ich euch definitiv nicht vorenthalten. Das Ganze ist eine Arbeit von der Stanford-Universität, vom Max-Planck-Institut, von Princeton und von Adobe, das heißt den Machern von Photoshop etc. Und ja, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es geht im Endeffekt darum, Leute etwas sagen zu lassen, was sie quasi noch nie zuvor gesagt haben. Und ja, das ist sehr, sehr beeindruckend, basiert auf der Arbeit witzigerweise von einem User von Reddit, der eine KI geschrieben hat, die sich Deepfakes nannte und die Videos so verändert hat, also pornografische Videos so verändert hat, dass sie statt den Darstellerinnen die Damen aus der Öffentlichkeit, also irgendwelche berühmten Damen eben gezeigt haben, wie sie gewisse Dinge tun, quasi, okay? Und ja, darauf bauen die jetzt quasi auf und sagen, hey, wir können das besser. Und sie haben jetzt hier tatsächlich eine KI geschrieben, die quasi Talking Head Videos editiert bzw. verändert und eben komplett neu gestalten. Das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Video ist natürlich verlinkt, auch die Webseite ist verlinkt und das Paper natürlich auch. Unten in der Beschreibung einfach mal nachgucken. Wir gucken uns mal ganz kurz an, wie das aussieht. O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? So, das war das Original. Also das ist jetzt wirklich das, was passiert ist. Und wenn die das jetzt quasi, die KI das verändert, dann kommt ein anderes Video bei raus. Also die Person sagt dann auch wirklich was anderes. Und das Video passt dann auch dazu, zu dem, was sie sagt. Achtet mal darauf, wie wie die Lippen sich quasi bewegen zu diesem veränderten Satz hier. Also man hat quasi das Transkript, also den Untertitel hat man komplett da. Und wenn man das jetzt ändert, dann wird ein neues Video erzeugt, das dann so aussieht. O Romeo, Romeo, why are you Romeo? So, und habt ihr gesehen, dass das quasi nicht aufgefallen ist, dass sie wirklich was komplett anderes gesagt hat, was man noch nie davor sie sagen hören hat. Das ist halt extrem beeindruckend, meiner Meinung nach. Und da sind auch noch mehr Beispiele drin, die ich euch jetzt nicht alle zeigen möchte. Im Endeffekt könnt ihr euch das Video selber angucken. Ich wollte nur, dass ihr wisst, worum es geht. So, jetzt, wie funktioniert das Ganze? Nun ja, neuronale Netze sind ja erstmal recht komplex. Und wenn wir jetzt wirklich jede Millisekunde quasi klassifizieren würden, was die Dame sagt, oder dann eben, also im Endeffekt sind es zwei Netze, einer für die Sprache und einer für das Video im Endeffekt. Und bei der Sprache ist es so, wir benutzen im Deutschen ungefähr 40 Phoneme. Wir benutzen eigentlich gar nicht so viel. Im Englischen sind es ein paar mehr, ist aber nicht allzu viel mehr. Und ja, Phoneme sind nicht Wörter, Phoneme sind aber auch nicht wirklich nur Millisekunden lang, sondern ein Phonem ist zum Beispiel A oder K oder F. Das sind halt verschiedene Phoneme und diese Phoneme kann man gut einordnen quasi. Man muss sozusagen diese also die Audiosequenz muss man aufteilen oder das neuronale Netz muss sie aufteilen im Endeffekt und erkennen, wo sind denn jetzt die neuen Phoneme. Das ist Spracherkennung im Endeffekt und das ist auch schon wirklich, wirklich gut machbar mittlerweile. Also ihr habt vielleicht schon mal bei YouTube die automatischen Untertitel eingeschaltet, genau davon rede ich. Die werden mit einem neuronalen Netz erstellt und ja, relativ zuverlässig eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt. Wenn man jetzt sogar noch den Untertitel hat, ist das natürlich keine Aufgabe mehr zum Klassifizieren, sondern wir wollen oder die wollen die erstellen. Das heißt, die haben quasi gesagt, hey, wir haben hier einmal die Phoneme und das sind die Originalphoneme. Jetzt ändern wir ein paar. Das heißt, die haben erstmal das Transkript genommen hier. Also zum Beispiel, ich gehe nochmal kurz zurück. Wherefore art thou haben sie geändert zu why are you. Das heißt, sie haben im Endeffekt ein paar Phoneme rausgeschmissen. Sie haben das hier, dieses Transkript, umgewandelt in Phoneme. Das ist nichts mit KI, das ist einfach wirklich 1:1 kann man das sozusagen übersetzen. Da guckt man in dem Wörterbuch nach, was für Phoneme sind denn in meinem Satz drin. Und dann wurden hier die Phoneme why are you, das ist ja quasi das, was wir eingegeben haben als Benutzer. Die wurden dann quasi eingefügt und dann wurde dem jetzt gesagt, okay, erstell mir bitte diese Phoneme. Das heißt, es wurde Sprache synthetisiert. Das ist quasi der Audioteil und im Videoteil wurde hier eben auch das Gesicht analysiert. Das heißt, es wurde quasi berechnet, okay, wie sieht sie aus, wenn sie diese Phoneme spricht. Und das wurde dann sozusagen auch reingeschnitten, um dann eben zu diesem Why are you zu passen.
Und das Einzige, was man laut dem Paper dazu braucht, sind 40 Stunden Talking Head Videomaterial. Das heißt, 40 Stunden lang Videomaterial, woher auch immer, wo man das Gesicht sieht, wie es spricht. Und das ist alles. Dann kann man, also das sind quasi die Trainingsdaten, die man braucht. Dann kann man das sozusagen untertiteln. Das heißt, man muss wirklich von Hand eingeben, was hat diese Person da gerade gesagt. Dann kann man die KI drauf trainieren und dann funktioniert das da. Es ist extrem viel Aufwand, logisch. Aber, und jetzt kommen wir zu meinem finalen Teil vom Video. Es bringt natürlich einige große Änderungen mit sich wieder. Also zunächst einmal ist diese Technik wirklich mächtig. Ich meine, überlegt euch einfach mal, wie das die Filmindustrie oder das Gaming oder so revolutionieren kann. Wie das auch Bildbearbeitung extrem viel verbessern kann und was man damit alles machen kann. Es gibt so viele gute Anwendungsmöglichkeiten, um das hier zu nutzen. Der Nachteil dabei ist allerdings, es gibt auch sehr viele böse Anwendungsmöglichkeiten, um sowas zu verwenden. Und davor habe ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen Angst. Wenn ihr hier mal runter scrollt, dann seht ihr hier auch, der Abstract erklärt quasi ganz kurz, was hier passiert. Und ja, hier einfach mal meine neuronale Netze-Playlist vielleicht auch angucken, vielleicht mal Deep Learning Studio reinziehen und dann habt ihr hier auch grob eine Ahnung wahrscheinlich, um was es hier geht. Also wir werden jetzt nicht sowas hier machen. Ich meine, hier waren wirklich viele großartige Forscher drin, das kann ich schlecht als YouTube-Video machen, sorry. Aber hier unten drunter sehen wir einen viel längeren Teil geschrieben über die Ethical Considerations. Das heißt, die Leute, die das erstellt haben, die wissen, dass man damit echt viel böses und richtig gefährliches Zeug machen kann und haben deswegen hier auch wirklich gesagt, okay, Leute, wir wissen, dass man damit Sachen wie Fake News wunderbar erstellen kann. Das heißt, wir könnten eventuell demnächst sehen, wie Angela Merkel uns den Dritten Weltkrieg erklärt und, oder anderen Ländern den Dritten Weltkrieg erklärt und müssen dann quasi darauf klarkommen und wissen vor allem, dass das nicht unbedingt real ist. Und das ist halt wirklich gefährlich. Ich meine, wie soll man sich vor sowas schützen? Wie viele Politiker oder wie oft habt ihr Angela Merkel schon mal wirklich live gesehen? Wahrscheinlich noch nie. Das Problem ist, das lässt uns sozusagen an allen Aussagen zweifeln, die wir jemals sehen. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass sie wirklich jemals irgendwas in diese Richtung gesagt hat oder irgendwer irgendwas mal in diese Richtung gesagt hat. Und wenn ich mir da zum Beispiel mal an die letzten Wahlkampf denke, dann kann es doch durchaus passieren, dass zum Beispiel hier jetzt zum Beispiel Rezo Dinge in den Mund gelegt werden, die er so nie gesagt hat. Weil im Endeffekt gerade bei YouTube sind solche Talking Head Videos extrem populär. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass die Leute auch wirklich das gesagt haben, was sie eigentlich sagen. Ja, warum zeige ich euch dann sowas Furchtbares, wenn ich doch so ein Gegner dafür bin? Ich bin kein Gegner davon, ich weiß nur, dass man solche Dinge sehr, sehr vorsichtig betrachten muss. Und meiner Meinung nach hilft es, wenn man weiß, dass sowas existiert, dass man dann auch kritischer mit Videos umgeht. Also ich meine, wenn ich jetzt hier irgendwelche Videos habe, wo ich nicht mal meinen Kopf zeige, dann ist es sogar noch einfacher, quasi meine Sprache zu synthetisieren. 40 Stunden habe ich alle mal zusammen auf YouTube. Und quasi jeder von euch könnte meine Sprache analysieren und dann Sachen erstellen, die ich so nie gesagt habe. Aber woher wisst ihr, dass das, was ich sage, auch wirklich das ist, was ich gesagt habe? Na? Das ist halt das riesige Problem. Wenn das auf meinem Kanal ist, klar, okay, dann habe ich es gesagt, weil ich habe es ja auch hochgeladen. Aber ansonsten kann man sich da eigentlich nicht wirklich sicher sein. Und ja, wenn man weiß, dass solche Technik existiert, dann kann man da vielleicht auch mit einer gewissen Distanz rangehen und weiß, dass man nicht unbedingt alles glauben muss, was man eigentlich so sieht bzw. hört. Und in diesem Sinne danke ich euch, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr seht irgendwie auch die Probleme hierbei. Diskutiert gerne unter dem Video in den Kommentaren. Ich werde da natürlich auch wieder aktiv sein, das wisst ihr. Und ja, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal, denke ich mal. Und ja, lasst mir Feedback da, gerne auch einen Daumen nach oben. Wenn ihr Daumen nach unten macht, dann sagt mir Bescheid warum. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.